Hallo, my lovely. Ich begrüße dich zu einer neuen Legung. Heute auch ohne spezielle Frage, ohne spezielles Thema. Ich nehme einfach mal schon mal die Karten der Liebe zur Hand und wir gucken, welche Energien sich zeigen möchten, welche Ereignisse für jetzt, für die nächste Zukunft. Schauen wir einfach mal rein. So, die erste Karte plumpst hier schon raus. Die 70, die Untreue. Die 10, die Selbsthingabe. Upsi. Die 48, der Schurke. Die 33, die wahre Liebe. Ich ahne. Die 60, die Erwartungen. Die 56, die alten Wunden und die 4, empfangen. Boah, ja, bestätigt sich jetzt so ein bisschen. Ich habe hier, nicht wegschalten. Bist du ready für eine kleine Standpauke? Ja, ich weiß, also falls diese Botschaft für dich bestimmt ist. Ich sage jetzt mal, welchen Fall das betrifft. Also, wir haben hier eine Situation in deinem Leben oder eventuell eine Person, an der du mit Herzblut hängst, in irgendeiner Form. Wobei wir hier eine Fixierung haben deinerseits. Du hältst an etwas fest, was dir nicht gut tut, was für dich nicht bestimmt ist. Soweit erstmal bis hierher. Das heißt, wenn es hier irgendetwas gibt in deinem Leben oder vielleicht im Leben der Person, auf die du schaust, dann ist das hier dein Reading oder deine Botschaft. Du hältst dich gerade, also falls es nicht deine Botschaft ist, kannst du natürlich gerne trotzdem bleiben und zuhören und zuschauen, aber ich wollte es nur gesagt haben. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, du hältst dich selber fern von einer Sache oder einem Menschen, der dir das in dein Leben treten möchte, und du lässt es aber gerade nicht zu, weil du hier noch an einer alten Sache hängst. Und dadurch, dass wir hier nicht unbedingt die Karte des Loslassens haben oder irgendeine Abschiedskarte, eine Verlustkarte oder so, gehe ich davon aus, dass es sich hier um den Prozess an sich, dass es sich hier um den Prozess an sich handelt. Ja. Lass mich mal gucken, beziehungsweise ich gucke schon mal. Mit was wollen wir das klären? Einen Moment. Ein Momentchen, wir machen gleich weiter. Ne? Bin ich jetzt doof? Hier, die hier. Es gibt eine Situation, in der du dir selbst nicht treu bist. Es geht um deine Träume, es geht um deine Wünsche, es geht um deinen Weg. Das kann jetzt jeglichen Lebensbereich betreffen. Familie, Partnerschaft, Liebe, Freundschaft, genauso aber auch im Job. Irgendwo verlierst du dich und es kann jetzt ein bewusster Anteil, ein bewusster Abschnitt sein, genauso aber auch ein unbewusster. Du bist hier gerade auf dem falschen Weg, beziehungsweise es hört sich so creepy an, du stehst hier an einem falschen Bahngleis. Du wartest hier auf ein Ziel, auf ein Ergebnis, darauf, dass du irgendetwas mit irgendwas erreichst, das aber nicht für dich bestimmt ist. Du steckst hier
in Erwartungen, vielleicht sogar auch in Bezug auf eine Person, die dir vor einiger Zeit Schaden zugefügt hat, die dich verletzt hat, vielleicht sogar dir das Herz gebrochen hat. Und das ist aber hier ein Prozess, das ist ein Abschnitt, an dem du so festhältst, dass du nicht offen für das bist, was wirklich für dich bestimmt ist. Und ich sage jetzt mal, das ist eigentlich schon eine schlimme Energie, weil solange man ganz, ganz viel Arbeit und Aufmerksamkeit in jemanden oder etwas steckt, das eigentlich gar nicht für ihn bestimmt ist, hält man sich immer irgendwo in der Vergangenheit auf. Das heißt, du bist nicht im Hier und Jetzt, du bist nicht auf deinem Weg und du bist nicht offen für das, was du eigentlich verdienst, für das, was zu dir kommen möchte. Beruflich, wohnungstechnisch, in Bezug auf Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, vollkommen egal. Du blendest es komplett von dir, du blendest es aus, du spaltest es von dir ab. Ich habe das Gefühl, hier ist etwas für dich bestimmt, dass du aber, ohne zu wissen, was es ist, komplett ablehnst. Gehen wir mal ein bisschen weiter rein. Okay, sind die Karten so rutschig hier oder was haben wir? Der Tod und die Königin der Schwerter für die Untreue. Der König der Kelche, Selbsthingabe, also für die Selbsthingabe. 3 der Schwerter und 7 der Münzen für den Schurken. Oh mein Gott, was habe ich gesagt? Okay, es ist doch eine größere Geschichte, es ist doch ein größeres Thema in deinem Leben, als ich jetzt ursprünglich vermutet hatte. Ich mache mal kurz hier ein bisschen Platz. Boah, mir schnürt's gerade die Kehle zu. Du glaubst, hier ist eine Sache oder ein Weg, eine Person, die Wahrheit, die absolute Erfüllung, die große Liebe vielleicht in deinem Leben oder du willst unbedingt in diese Firma rein, zum Beispiel, weil du denkst, das ist das Ziel deiner Träume oder sonstiges und das ist es aber nicht. Du hängst hier an etwas fest, das dir nicht gut tut und sogar, dass dir langfristig schaden wird. Hier ist es erforderlich, einen Tod zu sterben, einen Ego-Tod. Lass los von diesen falschen Erwartungen. Lass los von diesen falschen Wünschen und Träumen. Ja, ich kann jetzt auch ganz klar sagen, es gibt hier einen Wunsch in deinem Leben, einen Traum, den du verfolgst. Und ich rede jetzt nicht von einem Herzenswunsch, von einem Herzenstraum, sondern das ist etwas, was in deinem Kopf festgesetzt ist. Und du möchtest das unbedingt haben, du möchtest das unbedingt erreichen. Und es ist nicht für dich bestimmt. Du machst dich da gerade oder schon über einen längeren Zeitraum mit etwas extrem krank. Du machst deinen Kopf kaputt damit. Du stehst oder du sitzt in der falschen Warteschleife. Ein ganz einfaches und offensichtliches Beispiel, was vielleicht für ganz viele aktuell zutrifft, ist das Warten auf eine Person, die nicht für einen bestimmt ist. Das Hoffen, dass diese eine bestimmte Person zum Beispiel zu einem zurückkommt, sich offenbart, sich Gefühle eingesteht oder was auch immer, ja, das ist gerade hier so ein typisches Beispiel für eine Wunschpartnerschaft, für eine unerfüllte, unerwiderte Liebe, die sich aber tatsächlich nicht erfüllen wird. Wie das jetzt bei dir persönlich der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen aus einem allgemeinen Reading raus. Ja, du musst selber entscheiden, ob das hier deine Energie ist, dein Ding, deine Verbindung. Natürlich, für die einen ist es im Bereich Liebe, Partnerschaft, ja, bei anderen wiederum geht es hier um eine ganz andere Geschichte. Aber da wir hauptsächlich auf das Thema Liebe schauen, bleiben wir mal in diesem Bereich. Gucken wir mal weiter.
Die Närrin ist schön, weil normalerweise ist es immer der Narr. Hier ist es die Närrin für die wahre Liebe. Du gaukelst dir in diesem Fall die Wahrheit vor, obwohl es nicht das ist. Und versperrst dich aber gleichzeitig vor dieser wahren Liebe, vor dieser wahren Verbindung, die eigentlich für dich bestimmt ist. Steiger dich nicht rein, Jasmin, das ist nicht dein Ding. Das ist, hoppla, upsie, den Block nehmen wir nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Das ist schon wieder traurig. Das ist so traurig, dass ein Mensch sich so auf etwas fixiert oder so in etwas hineinsteigert, obwohl eigentlich das Herz im Inneren schreit, so nein, lass los, das ist nicht deins. Aber ja, ich glaube, jeder von uns kennt mindestens eine Situation aus dem eigenen Leben. Wieso kriege ich jetzt einen Anruf von meinem Kind? Einen Moment. Okay, gut, dann war ich jetzt zu langsam. Okay, ich rufe nachher zurück. Wunderbar. Gehen wir weiter. Für die Erwartungen und für die alten Wunden haben wir hier die 9 der Kelche und den Ritter der Stäbe. Unter dem Deck haben wir die 3 der Münzen für das Empfangen. Das spiegelt extrem, ne? Also, ja, natürlich spielt die Vergangenheit eine Rolle. Also die Vergangenheit, die weiter zurückliegt. Natürlich spielen alte Wunden, alte Situationen eine Rolle. Okay, es hat geklingelt. Eventuell steht mein Kind vor der Tür. Ich bin gleich wieder zurück. Bis gleich. So, bin wieder da. Also, wo waren wir gerade? Ja, alte Wunden. Wunden der Vergangenheit, alte Themen. Pipapo. Es ist sehr gut möglich, dass in deiner Vergangenheit, in Bezug jetzt auf deine Kindheit, dass hier gewisse Themen vorliegen, wo du einfach so sehr auf der Suche nach Liebe, Fürsorge, Geborgenheit, Aufmerksamkeit bist und dir im Zwischenleben bis dahin das eventuell nicht selbst geben konntest, dass du in irgendeiner Form abhängig bist von diesen Gefühlen, von diesen Energien im Außen. Und es kann sein, dass es hier dann einen Menschen gab in deinem Leben oder eine Situation, wo du dich so sehr drin verloren hast oder immer noch verloren bist, dass du hier nicht loslassen möchtest, weil du vielleicht davon überzeugt bist, dass dieses Ding das einzig Wahre ist, dass dieser Mensch deine große und wahre Liebe ist, weil vielleicht die Emotionen so stark sind, weil du vielleicht diese Verbindung fühlst, so tief, wie du sie nie in deinem Leben erlebt hast. In ganz vielen Fällen ist es allerdings so, das sind so typische Symptome einer sehr intensiven Seelenpartnerschaft. In vielen Situationen ist es so, dass dieser Mensch tatsächlich nur in dein Leben kommt, um dir gewisse alte Wunden aufzureißen und dich eigentlich, wenn man alles so runterbricht, dazu bringen möchte, durch seine Präsenz, Existenz, durch seine Dinge, die dieser Mensch dir antut oder ja in dir hervorruft, dass du dich selbst findest. Ja, dieses Konzept hört sich extrem mies an. Man fragt sich, warum gibt es sowas überhaupt? Will das Universum mich bestrafen? War ich in einem anderen Leben so ein böser Mensch, dass mir das jetzt widerfährt? Nein, es ist einfach auf diesem Weg unseres Seins, es ist einfach so, wir sind inkarniert in diesem Leben, machen gewisse Erfahrungen. Und wenn wir uns aber durch diese Erfahrungen so sehr von uns selbst abwenden oder uns auf unserem Weg verlieren oder komplett immer wieder falsch abbiegen, dann schickt uns das Leben, nein, es ist nicht von außerhalb, wir ziehen es an, eben gewisse Situationen und Personen, Menschen,
die genau den Finger in die richtige Wunde stecken. Welches Ziel wird hier verfolgt? Dass wir uns selbst wiederfinden. Kennst du das? Die ein oder anderen dürfen diese Energie, diesen Schmerz, diese Situation auch mal öfter im Leben erfahren. Und zwar jedes Mal, wenn man sich selbst wieder verliert. Also was dieses Reading dir eigentlich sagen möchte, ist, schau ganz genau drauf, nimm genau unter die Lupe, woran du hier festhältst, worauf du dich hier fixierst, wo du wirklich ganz, ganz falsche Erwartungen in dir trägst in Bezug auf eine Situation, auf eine Sache oder auf eine Person. Und es kann jetzt eine große Sache sein, genauso aber auch eine kleine Sache oder viele kleine Dinge. Das spielt überhaupt keine Rolle. Spür dich bitte rein. Vielleicht machst du gerade auch in dem Moment, sitzt du hier vor dem Bildschirm und es läuft vor deinem inneren Auge eine komplette Liste runter, ja, mit 150 verschiedenen Kleinigkeiten, wo du dir denkst, okay, ja, das ist es. Davon darf ich mich losreißen. Das bin nicht ich, das ist nicht mein Weg. Damit tue ich mir nichts Gutes. Und wie gesagt, das ist eine Energie, eine Situation, die kann uns öfter im Leben widerfahren, weil wir gerne mal uns klein machen, uns zurückstellen, um irgendwem zu gefallen, um irgendwen zu befriedigen, um uns zu verbiegen und zu verdrehen in der Hoffnung, diese wahre Liebe, Aufmerksamkeit, Geborgenheit und Fürsorge zu erhalten, die wir uns aber in erster Linie selbst geben müssen. Weil als erwachsener Mensch ist es nun mal so, niemand ist uns mehr was schuldig. Nicht unsere Eltern, nicht irgendein Partner, nicht irgendwelche Situationen oder Dinge im Außen. Es liegt an uns alleine. Aber dazu gibt es so viele weitere kleine Details noch und Abspaltungen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Fakt ist einfach, du steckst gerade in einer Situation, in der du dich selbst davon abspaltest, von dem, was eigentlich dir zur Verfügung steht, was eigentlich für dich bestimmt ist. Ist ein Loslassprozess einfach? In der Theorie, ja, ist super einfach. Eigentlich geht Loslassen so, wenn unser Kopf nicht so stark drin hängen würde, okay? Und wir haben hier die Königin der Schwerter und den Tod mit der Untreue und man ist hier innerhalb dieser Situation oder in Bezug auf diese Person komplett fixiert und verhaftet. Ja, also das ist schon was Heftiges. Aber wenn man mal überlegt, mit welcher Kraft, mit welcher Energie und mit welcher Anstrengung man hier an dem vermeintlich Richtigen festhält, dann ist es eigentlich ein Unding. Überleg mal, wo du gerade stehst, wie viel Schmerz, wie viel Kummer, wie viel Tränen verursacht diese Energie in dir, diese Situation. Das kann keine wahre Liebe sein. Stell dir mal vor, ich gebe auch gerne mal dieses Beispiel, wenn jemand so komplett an einem Menschen zum Beispiel festhält, der einen nur verletzt, der einem irgendwo nur schadet. Dann frage ich immer, was würdest du tun, wenn dein Kind in dieser Situation wäre? Oder irgendein Mensch, den du aus tiefstem Herzen liebst. Was würdest du diesem Menschen raten, wenn dieser in dieser gleichen Situation, in dieser gleichen Energie wäre? Wenn es sich hier um eine andere Person handelt, würdest du doch diesem Menschen sagen, hey, schick den auf den Mond, der tut dir nicht gut.
der zerstört dich. Das zerstört dich, was hier ist. Habe ich recht oder habe ich recht? Aber nein, wenn es um uns persönlich geht, wir leiden lieber, wir suhlen uns im Schmerz, wir wollen lieber diese Hoffnung nicht loslassen, dass es vielleicht doch irgendwann mal was wird. Aber nein, in diesem Fall, in dieser Energie wird das nichts. Und ja, manchmal muss man dieser knallharten Wahrheit ins Gesicht sehen. Und ja, manchmal ist einfach ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Nee, das habe ich jetzt total bescheuert ausgedrückt. Es ist nicht nur manchmal besser, sondern es ist meiner Meinung nach das Beste. Erweitere dich, geh weiter, mach dein Ding, finde dich selbst, geh in die Selbstliebe, erhöhe dich. Du bist der König oder die Königin in deinem Reich. Sei offen und bereit für das, was für dich bestimmt ist. Alles andere, was für dich nicht bestimmt ist, kannst du nicht halten, kannst du nicht erzwingen. Es ist scheißegal, wie fett dein Bizeps ist und wie stark deine Handkraft ist. Du wirst es nicht halten können, wenn es nicht für dich bestimmt ist. Das ist ein Fakt. Das kommt nicht jetzt von mir, weil ich ein doofer Mensch bin, sondern das ist einfach ein Fakt. Und tief im Inneren weißt du das auch. So, das war's jetzt mit der Standpauke, ha? Seelenbotschaft holen wir uns. Was darf ich dir mitteilen? Als Botschaft des Universums. Ich glaube, ich muss das hier mal von hinten aufziehen. Also, starten wir mal mit der Karte unter dem Deck. Das wäre dann so die richtige Reihenfolge. Die 18. Verirrt in den Ruinen der Vergangenheit. Finde den Weg ins Jetzt und lebe. Also die absolute Bestätigung dafür, was wir hier jetzt liegen haben. Mach dich frei, mach dich unabhängig. Okay, Entschuldigung, ich wurde hier gerade noch mal reingezogen. Also, die Vergangenheit ist Teil unseres Lebens. Das ist ein Fakt. Okay, die Vergangenheit ist da. Die Vergangenheit hat uns geformt. Aber nur im Hier und Jetzt kreieren wir unsere Zukunft. Okay, also machen wir doch das Hier und Jetzt zu einer besseren Vergangenheit, damit wir eine noch schönere Zukunft erleben, in jeglicher Hinsicht. Folge dem Licht aus diesen dunklen Tunneln und denke daran, egal wie fucking dunkel dieser Tunnel auch sein mag, du bist das Licht. Darauf muss ich bestehen. Die Frage ist nur, erkennst du es? Dann haben wir die 27. Eine wundervolle Überraschung, etwas ganz Neues wartet auf dich. Lass los, sonst wirst du diese Überraschung nicht empfangen können. Wenn du festhältst, dann ist deine Faust geschlossen. Ja, hier, du hast 2 Hände, also eigentlich. Aber du kannst hier nichts erhalten, weil du hier an irgendeinem
alten Ding festhältst. Lass los, mach auf, öffne dich und empfange das, was für dich bestimmt ist. Ja, so einfach ist es, auch wenn es schmerzhaft ist. Aber wodurch entsteht der Schmerz? Weil unser Ego, unser Kopf so an etwas hängt, fixiert ist, auf irgendeine Idealvorstellung, auf einen Wunschtraum, auf irgendeine Seifenblase. Es gibt einen Unterschied zwischen diesem Wunschtraum, zwischen diesen Erwartungen und zwischen dem Herzensweg. Und dieser Unterschied ist spürbar. Erkenne ihn. Und dann haben wir noch die 30, eine Partnerschaft der neuen Zeit. Jetzt ist sie möglich. Guck dir das an, was eigentlich für dich bestimmt ist. Das hier ist für dich bestimmt, okay? Und nicht das hier, dass du hier auf den Gleisen liegst, in der Hoffnung, dass dieserjenige kommt und dich befreit, aber der steht nur daneben und guckt dir zu. Der ist nicht da, um dich zu befreien. Der ist nicht da, um dich weiterzubringen, also nicht in dieser Form, wie du es dir wünschst. Der ist da, um dir aufzuzeigen, dass nur du selbst dich erheben kannst, dass nur du selbst hier rausfindest, dass nur du selbst hier aufstehen kannst und den Gleisen deinem Herzensweg folgen kannst. Bam! Es ist einfach so. Die 18, Quersumme 9, die 27, Quersumme 9 und die 30. 3 mal 3 ist 9. 9, die Wunscherfüllung, das Selbst, der Weg zur Ganzheit, zur Fülle, die Unabhängigkeit, die Selbstliebe, der Eigenschutz, der Abschluss alter Wunden. Worauf wartest du? Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.